muss ehrlich sagen, es gibt Schlimmeres im Leben. Aber das ist so ein Tag, den werde ich niemals vergessen. Es war wirklich ein Tag vor meinem 22. Geburtstag. Und ich wusste, dass mein erstes Auto, was mein Traum irgendwo schon immer war oder auch nach wie vor noch ist, wusste, dass es nicht weiterleben wird. Ich sag mal, angefangen hat das Ganze bei mir durch meinen großen Bruder. Der hatte damals als erstes Auto ein Citroën gehabt, war jetzt nichts Besonderes. Der hat sich dann kurz danach einen Ford Mondeo geholt, ein 1er als Stufenheck quasi, hat so auch so Thomason-Felgen drauf gehabt, so Klarkas-Rückleuchten, wie es halt damals cool war. Da war ich vielleicht 12, 13, da fing das Ganze auch schon an. Später hat er sich noch einen Focus geholt, auch wieder tiefer gelegt, Räder drauf. Das waren so für mich irgendwo die Beginne von den Ganzen, sage ich mal. Später hat er sich, es war 2013, weiß ich noch, tatsächlich bis heute hat er noch einen Audi A4 B8. Auch sehr tief mit 20 Zoll breit. Und da fing das für mich so richtig an. Da war ich irgendwo 15, 16 gewesen. Sind wir auch schon auf die ersten Treffen gefahren. Und da dachte ich mir, cool. Und damals war ich noch in der Schule, da hat es dann für mich schon so richtig, selbst in der Schulzeit hatte ich schon sehr, sehr viel mehr so mit Autos zu tun als die anderen. Die anderen mehr Moped, mehr Fahrrad und so und ich aber Autos. Das hat sich durch mein ganzes Leben eigentlich so gezogen, schon seitdem. Auch Hausaufgabenheft, wie es halt war. Man hat jetzt ein Hausaufgabenheft personalisiert. Da hatte ich einen Golf 7 und einen Golf 2 drauf, jeweils auf einer Seite. So fing das Ganze an. Ich bin der Sebastian, bin 26 Jahre alt, komme aus Altenburg in Thüringen und fahre einen Golf 3. Sauerkrauts, the authentic streetwear brand for petrolheads. Besuche unseren Online-Shop und finde dein Lieblingsstück. Golf 3, weil es schlicht mein erstes Auto war. Also ich hatte mein erstes Auto damals mit 17 gehabt. Mit 16 habe ich auch das erste Bild von dem Auto gemacht, lustigerweise, weil es damals mit 16 schon hieß, ja, der wird's werden. Deswegen Golf 3, der stand auf dem Hof, durfte ich mich damals entscheiden, habe mich dann für einen Golf 3 entschieden. Das andere war, glaube ich, ein Seat Ibiza gewesen. Der Ibiza war aber gelb, der Golf war rot. Und dadurch, dass Rot halt meine Lieblingsfarbe ist, auf jeden Fall der Golf gewesen. Was mein Grundsatz irgendwo war, dass der auf jeden Fall glänzen soll, von vorne bis hinten, das wollte ich schon immer haben, dass der so viel glänzt, wie es nur geht. Ich denke, das hat auch relativ gut geklappt, bis zum Punkt heute, denke ich zumindest. Na klar, mit 16 mal also in der Schule irgendwo, hat kein Geld, heißt, gehst nebenbei arbeiten. War ich bei meinem Lackierer, war immer in Ferien, auch in der Schulzeit schon, und habe mir dann halt nebenbei Geld verdient. Irgendwann fing der Ausbildung an, hat man doch eigenes Geld verdient, irgendwo 400, 500 Euro, wie es halt damals so war. Jetzt habe ich tatsächlich meine ganze Ausbildungszeit durchgezogen, dass ich wirklich jedes Mal, wenn ich Urlaub hatte, jedes Mal nebenbei arbeiten war, dass ich mir das Auto leisten konnte. Oder beziehungsweise nicht das Auto, das kostet 1000 Euro irgendwo, oder 1000 Euro kostet die Lackierung, das Luftfahrwerk, alles andere drum und dran. Also meine komplette Ausbildungszeit und noch 2 Jahre danach hatte ich in meinem ganzen Leben nicht ein einziges Mal Urlaub gehabt, weil ich wirklich jede Woche beim Lackierer arbeiten war, dass ich mir das ganze Zeug leisten kann. Also außen relativ viel, dadurch, dass es ein Nachbau meines ersten Autos ist. Ich hatte quasi damals das Auto als erstes Auto gehabt in dem Rotton.
Musste mich aber leider davon trennen. Es war ein Tag vor meinem Geburtstag, lustigerweise ein Tag vor meinem 22. Geburtstag. Da hatte der auch schon Luftfahrwerk und die Räder bloß in schmaler drauf gehabt. Es war schon relativ viel an dem Auto gemacht. Ich hatte Innenraum schon die GTI-Sitze drin und allen drum und dran. Es war schon sehr viel gemacht und ich hing auch so sehr an dem Auto, weil ich immer wollte, dass das ein cooles Auto irgendwo wird. Irgendwann kam mal der Tag X, ein Tag vor meinem Geburtstag, da wollten wir quasi Schweller einsetzen vor der Saison. Also ich habe im Februar Geburtstag, April war Stichtag, wie es halt bei jedem so ist, 1.4. Ja, Schweller eingesetzt, blank gemacht, gesehen, oh, das ist aber viel Rost. Ja, irgendwann weitergemacht, da war die ganze Kante vorne, quasi der Buckel vorne, der war komplett durch, da war gar nichts mehr da. Zugeschmiert gewesen, alles nicht so schön. Eine Hinterachsaufnahme komplett gerostet, teilweise auch löchrig. Wo es dann hieß, Basti, das wird hier nichts mehr mit dem Auto. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt Schlimmeres im Leben, aber das ist so ein Tag, den werde ich niemals vergessen. Es war wirklich ein Tag vor meinem 22. Geburtstag und ich wusste, dass mein erstes Auto, was mein Traum irgendwo schon immer war oder auch nach wie vor noch ist, wusste, dass es nicht weiterleben wird. Da habe ich ehrlich gesagt, an dem Tag hab ich schon ein bisschen geweint, bin ich ehrlich. Das ist halt mein Traum irgendwo gewesen. Woche später, also eine Woche später, stand es schon fest, neues Auto. Was wird's denn? Vielleicht doch mal ein Corrado oder sowas. Dann ist mir aber doch klar geworden, dass es schon mehr Sinn macht, wieder einen Golf 3 aufzubauen. Am besten genau in der Optik. Ich hatte 3-4 Jahre vorher hatte ich schon mal so einen Golf 3 geschlachtet, in einem Blau. Den haben wir dann wieder rangeholt, als Karosse quasi, weil ich ihn ja vorher geschlachtet hatte. Türen ab, Kofferraum ab, also Kofferraumklappe, Heckklappe ab, Motorhaube ab, alles ab. Und da wusste ich, das wird mein neuer alter Golf. Dass mein altes Auto, mein erstes Auto irgendwie weiterleben kann. Haben wir dann quasi die Karosse lackiert, Motorraum gleich mit lackiert, Dach schwarz lackiert, außen komplett der gleiche Rotton, Luftfahrwerk wieder rein, Achsen umgesteckt, wo ich vorher 6 Achsen drin habe mit 512er Lochkreisumbau. Alles soweit umgesteckt, Sitze umgesteckt, Türdame, also alles umgesteckt, dass das so gut es geht aussieht wie mein erstes Auto. Das war quasi der Grundstein dafür. Später kamen noch Zender-Verspoilerungen hinzu, die ich auch jahrelang gesucht habe. Also da muss man, gerade beim Golf 3 muss man mittlerweile wirklich Glück haben, dass man was Gutes findet. Habe ich auch Originalteile sogar dran. Die Seitenschweller hatte ich aus Frankfurt geholt gehabt, neu, also niegelnagelneu für 500 €. Das ist viel Geld natürlich, aber dafür geht's für neue Originalteile. Die Lippe habe ich extrem Glück gehabt, die hatte ich bei jemandem geholt, da wollte ich eigentlich noch Clipse holen. Da habe ich den gefragt, sag mal, hast du denn noch mehr vom Golf 3, irgendwas Cooles noch vielleicht? Eigentlich war ich so auf Rückleuchten aus, so Magic Color Rückleuchten, die ich ja auch drin habe. Und dann sagte er, naja, komm mal mit. Hat er seine Garage aufgemacht, war ein Golf 3 halt logischerweise drin mit der Zenderlippe. Rot angesprüht, irgendwie mit Dose, so ganz wild, komisch abgeschliffen, dass man die Riefen gesehen hat, an einem Drum und dran. Hat er gesagt, was ist denn mit der Lippe? Habe ich gesehen, Zender, das ist genau das, was du suchst. Da habe ich gesagt, ja, was willst du denn haben? Ja, Huni, ja, nehme ich. Nicht weiter anmerken lassen, bin ich heimgefahren. Dachte ich mir auf dem Heimweg, war das jetzt ernst? Da habe ich hingeguckt, da war die Zenderlippe hinter mir, was ich schon jahrelang gesucht habe. Heckdiffuser habe ich auch nur aus Glück gefunden, war ich so schnell, also war ich bestimmt der Erste, der dem geschrieben hatte, für 250 € inklusive Versand. Und so ist halt das ganze Zenderkit zustande gekommen. Und das ist halt schon selten mittlerweile. Sehr selten. Gerade Originalteile. Es gibt Nachbau, aber das passt nicht und ist auch hohl und nicht so schön vom Material. Also wenn dann schon eher Originalteile. Leuchten sind originale Hella DEs. Die gibt's noch, findet man hin und wieder mal was für so 350 €. Ist aber trotzdem relativ selten. Im Endeffekt sind es Originalteile. Ich habe ja auch schwarze mit Fadenkreuz. Ist aber das, was ich optisch zum Auto wollte, dass es halt vorne recht clean wirkt und das halt so viel wie es geht glänzt, weil man ja diese Scheinwerferkappen dran hat. Ich habe ja vorne die Grillblende noch von Kamai, also diese Haubenverlängerung. Die habe ich auch niegelnagelneu bekommen.
War ein Original Chrom, lustigerweise. Ich habe sogar das originale Anbaumaterial dran, also die originalen Schrauben von Kamei. Ist auch ganz cool. Hatte ich relativ günstig, 80 € hatte ich das geschossen. Deswegen schon sehr viel Glück gehabt, auch mit vielen Teilen, weil wenn man jetzt, sag ich mal, einen Golf 3 neu aufbauen will oder auch einen Golf 2 oder 1 oder sonst irgendwas, man findet nicht direkt die Teile, die man haben möchte. Man muss teilweise jahrelang suchen. Ich habe es ja auch nicht anders gemacht am Ende. Fahrwerk ist ein Air Force drin, das ist quasi am Ende des Tages ein Carsport. Ist mit Gewindeverstellung. Wollte ich auch von Anfang an haben, dass ich die Räder halt so einstellen kann, wie ich es möchte, dass ich genau auch ausmessen kann irgendwo, wie weit kann ich runtergehen, dass es auf 0 Bar nirgendwo schleift. Was jetzt auch so der Fall ist, so wie er da steht. Und dass ich auch einen schönen Betriebsdruck, sage ich mal, auch beim Fahren habe, dass es nicht so hart ist vor allem. Felgen sind originale Hartmann Motorsportfelgen, die sind auch sehr, sehr selten. Es war letztens mal ein Einteilersatz drin, aber ein Zweiteiler- oder Dreiteilersatz habe ich nie wieder gesehen. Es sind jetzt eine 9x17 mit 3,5 Zoll Außenbett hinten, 3 Zoll Außenbett vorne und 5x112er Lochkreis. Was auch der Grund war, warum ich den Lochkreisumbau gemacht habe, dass ich diese Felgen fahren kann. In den Maßen, weil die eigentlich, glaube ich, für irgendein Audi waren oder sowas. Also warum 5-Zylinder? Weil es halt kaum jemand hat im Golf 3. Ich wollte halt schon was Einzigartiges haben irgendwo. Klar gibt es auch 3, 4, 5, 6 Leute, die das im Golf 3 verbaut haben, aber ich wollte halt jetzt nichts von der Stange, sage ich mal. Vorjahr 6 klanglich auch sehr cool, haben aber viele, gab es halt nur mal original im Golf 3. 1.8T fahren auch relativ viele, auch wenn es schön fährt natürlich, aber fahren schon relativ viele. Deswegen dachte ich mir, ja, was klingt cool. Was hat so eine eigene auch Motorcharakteristik irgendwo? Ein VR5. Ist wirklich klanglich, finde ich persönlich zumindest, mit einer der schönsten Motoren. Man hört trotzdem diesen VR6-Sound irgendwo raus, aber es ist halt doch irgendwo eigen. Schön bassig. Das ist halt schon das, was ich haben wollte. Schnell ist er jetzt nicht unbedingt, bin ich schon ehrlich. Also wenn es darum gehen würde, hätte ich vielleicht doch 1.8T oder sowas umbauen sollen. Schnell ist er nicht. Aber es kommt das Feeling, das kommt da drüber bei dem Auto. Abgasanlage ist ein Fächerkrümmer vorne mit einem 100-Zeller Metallcut und einer Novus Komplettanlage. Innenraum ist ein GTI Jubi Innenraum, beziehungsweise die Sitze davon ist das schöne Karo-Muster. Passt halt irgendwo zum Gesamtkonzept vom Auto, weil ich wollte, dass das Auto weitestgehend rot und schwarz ist. Sieht man ja an dem Karo-Stoff von den Sitzen wieder, denke ich, passt relativ gut. Leder würde auch reinpassen, aber ich habe mich dann eher für das Karo-Muster entschieden, vor allem weil ich das halt auch schon immer in dem Auto habe. Gehört halt mit zu meinem ersten Auto. Lustigerweise, also die Innenausstattung, so wie sie sind und die 2 linken Türen sind die letzten Überbleibsel von meinem ersten Auto. Der Rest kam irgendwann mal neu, also Armaturen wird irgendwann mal neu. Rechts hatte ich mal leider eine Laterne geküsst. Das war lustigerweise der erste Winter, in dem ich gefahren war, gerade mit 18 und 1, 2 Monate alt oder sowas schon das Auto zerschossen. Aber auch damals stand ich auch vor der Wahl, ob ich den jetzt nochmal baue oder bauen lasse quasi oder nicht. Aber ich kann mich irgendwie nicht von dem Auto trennen. Innen ansonsten, Käfig kam jetzt im Winter rein, wollte ich auch schon immer haben, den hatte ich auch schon 3, 4 Jahre da liegen. Habe ich pulvern lassen, dass die Farbe relativ mit der Farbe von den Sternen matcht, dass es irgendwo auch passt. War ich aber auch erst im Überlegen, den schwarz zu machen, aber ich bin dann auf den Trichter gekommen, schwarz sieht man nicht. Also Rennsportmäßig, ja, von mir aus kann das alles schön drin sein, so wie es sein muss. Bei mir ist aber wirklich nur Optik, da habe ich falschen Motor drin. Aber man sieht keinen schwarzen Käfig. Man sieht es schon, aber es fällt nicht wirklich auf, so sehr wie ein silberner. Ansonsten Innenraum habe ich noch ein OMP-Lenkrad drin. Airbags hat er keine, von Werk aus schon. Und Highline-Türpappen vom Vento.
Die haben wie so einen leichten Alcantara-Stoff, sage ich mal. Ansonsten innen jetzt noch nichts weiter Großartiges. Ich denke, bei jedem ist es irgendwo so, dass das Auto nicht fertig ist. Also ich denke, jeder hatte irgendwo seine Baustellen bzw. Sachen, die er noch sehr gerne machen wollen würde. Bei mir wäre es jetzt, dass ich den Motorraum auf Vordermann bringe. Der läuft erstens noch nicht komplett rund. Das Klaus 5-Zylinder läuft nicht rund, aber noch nicht so perfekt, wie ich es gerne hätte. Die Batterie auf jeden Fall weg. Ich hätte gerne alle Schläuche in einer Farbe. Ansonsten Kofferraum noch mal schöner machen, dass der Tank, der Kompressor nicht so leer drin steht. Ja, das sind jetzt erstmal die größeren Baustellen, die ich machen würde. Der Sitz ist an der Wange kaputt. Hatte ich auch schon überlegt, das zu machen, aber so blöd wie es klingt, das ist und bleibt Teil von meinem ersten Auto. Das sieht zwar blöd aus, dass die Wange kaputt ist, aber es gehört mit meinem ersten Auto. Ich möchte daran nichts ändern, ehrlich gesagt, weil man steigt ein, sieht dieses Loch und dann sehe ich, man sieht ja so schon meinen alten Golf fast vor mir, aber dann fühle ich mich in die Zeit zurückversetzt von meinem ersten Auto quasi. Ja, deswegen, das bleibt genauso wie es ist. Ja, also ich habe mir jetzt vor kurzem noch einen Traum erfüllt. Also ich habe bei BMW gelernt, deswegen ist es, auch wenn ich Golf fahre und Passat als Alltagsauto, es ist und bleibt hier drin BMW, es ist und bleibt drin. Deswegen habe ich mir einen E28 geholt, einen 5er. Ich wollte eigentlich immer einen E21 haben, einen 3er quasi aus dem Baujahr, oder beziehungsweise noch ein bisschen älter. Aber man findet ja gar nichts. Also man findet schon was, aber wenn dann sehr, 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 sehr teuer, beziehungsweise viel teurer als ein 5er BMW. Und dann nehme ich lieber einen 5er BMW anstatt einen 3er. Deswegen. Also es war schon immer mein Traum, so einen alten BMW zu haben. Und jetzt habe ich mir endlich erfüllt. Ja, also bedanken tatsächlich bei sehr vielen, weil ich bin der Meinung, sein Auto baut man seltenst alleine. Es gibt ja genug, die sagen, ich habe alles alleine gemacht, aber auf keinen Fall. Also Hilfe kriegt man von allen, gerade von meinen Freunden. Man hilft sich überall, wo man kann. Würde speziell nochmal an Philipp danken. Wegen dem können wir das überhaupt jetzt heute machen, weil der Bremskraftverstärker zum Beispiel kaputt war und Kupplungsnehmer, Geberzylinder wir es noch gemacht haben. Hilft mir auch immer sehr viel, kann ich auch mit selbst machen. Natürlich meine restlichen Freunde. Hannes sitzt hinter mir, Torben, Erik, also alle, die einem da seelisch-moralisch beistehen. Dann meinem Lackierer natürlich auch. Hat mir überall geholfen, wo er kann. Auch das Auto vorbereitet und lackiert. Und ich habe nebenbei mitgearbeitet. Das muss ich mich auf jeden Fall bedanken, dass das Auto so ist, wie es jetzt ist. Vor allem, weil er designtechnisch dann auch noch mal die eine oder andere Idee hatte, was man noch anders machen könnte am Auto. Ja, möchte ich auf jeden Fall nochmal bei den Leuten bedanken. Und am Ende natürlich bei meinem Bruder, dass der mich in die ganze Sache reingeritten hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen beim Kanal von Sauerkrauts. Wenn ihr noch Fragen zum Auto haben solltet, gerne in die Kommentare damit. Ich versuche alles zu beantworten. Und noch einen schönen Tag.